Reichen 200 Euro für ein neues Lenkrad? Normalerweise würde ich sagen nein, aber Thrustmaster bringt mit dem T128 genau das, ein Lenkrad für 200 Euro. Und damit versucht sich der Hersteller nun im Billigsegment. Denn das T128 hier ist der Nachfolger des T150 und es ist auch gleichzeitig der kleinere Bruder des T248, das hier auf den ersten Blick sehr ähnlich aussieht, aber doch erhebliche Unterschiede hat. Das T128 gibt es in einer Variante für die PlayStation sowie in einer Variante für die Xbox. PC-kompatibel ist das Lenkrad so oder so. Und jetzt schauen wir erstmal, was man für 200 Euro alles bekommt. In der Verpackung findet ihr das kompakte Lenkrad mit fest verbundener Basis. Dazu die Pedale, die relativ klein ausfallen. Eine Kupplung fehlt hier übrigens. Genauso wie beim T248 schließt ihr das Lenkrad über die Unterseite der Basis an. Hier findet sich der Anschluss für das externe Netzteil, für die Pedale und für USB-C zum Anschluss an der PS4, der PS5 oder den PC. Die entsprechenden Kabel werden natürlich mitgeliefert. Falls ihr übrigens einen Shifter habt von Thrustmaster, den könnt ihr dann hier auch anschließen. Für die Montage des Lenkrads nehmt ihr die Thrustmaster typische Tischklemme, die schon bei anderen Modellen zum Einsatz kommt. Die Tischklemme reicht auch völlig zum Betrieb an einem normalen Tisch aus, denn hohe Kräfte hat das Wheel ja nicht. Überraschend fehlen an dem Wheel an der Unterseite Bohrungen für die Montage an einem Rennsitz oder an einem Simrig. Hier merkt man einfach auch, dass das T128 sich an Gelegenheitsspieler richtet. Der Lenkerdurchmesser ist nur 25 cm und damit kleiner als die meisten anderen gängigen Lenkräder. Zudem ist der Lenker aus Plastik und entsprechend rutschig. Was mir aber gut gefällt, sind die gut angeordneten Tasten mit gutem Druckpunkt. Steuerkreuz, Action-Tasten sind alle gut erreichbar. Auch L2, R2 sowie L3 und R3 sind sinnig angeordnet. In der Lenkradmitte gibt es weitere Buttons, PlayStation-Taste, Create und Menü-Taste. Außerdem gibt es noch zwei spezielle Tasten. Die Mode-Taste schaltet zwischen PlayStation und PC-Modus. Mit dem Zahnradsymbol dagegen konfiguriert ihr zum einen die Pedale, beispielsweise um diese invertiert zu nutzen, wenn ihr andere als die Standardpedale benutzt. Und mit derselben Taste schaltet ihr auch den Lenkeinschlag durch. Standardmäßig ist dieser bei 900 Grad, den könnt ihr aber auch herunterschalten auf 540, 270 oder auch 360 Grad. Am Lenker gibt es außerdem noch eine Drehzahlanzeige mit 4 bunten LEDs. Die werden allerdings nicht bei jedem Spiel unterstützt. Nicht fehlen dürfen natürlich die Schaltwippen, die relativ leichtgängig sind, aber doch einen guten Druckpunkt haben. Ein Display oder andere Extras gibt es dann daneben nicht mehr. Aber wie gut schlägt sich das T128 in der Praxis? Dazu schauen wir uns mal gängige Rennspiele auf der PlayStation an. Die Force-Feedback-Technik des T128 stammt vom größeren Bruder, dem T248, ab und setzt entsprechend auf Hybrid-Technik mit Riemen- und Zahnradtrieb. Das ist eine veraltete Technik und entsprechend generiert das Geräusche und Widerstand beim Lenken. Dennoch ist das Lenkrad immer noch leiser als ein G29 oder G923 von Logitech. Das große Aber, die Stärke des Force Feedback ist erheblich schwächer als beim T248, dem bereits besagten. Das T128 dürfte das Lenkrad mit dem schwächsten Force Feedback auf dem Markt sein, aber zumindest ist ein schwaches Force Feedback immer noch besser als gar kein Force Feedback. Hier bei Gran Turismo 7 kriegt man ein halbwegs okayes Fahrgefühl, man merkt deutlich das Rutschen der Reifen und Gegnerkontakt. Aber die Force Feedback Effekte sind relativ grob. Teils merkt man die Curbs, teilweise aber nicht. Und mit etwas Fahrpraxis merkt man aber immer besser, was das Auto auf der Strecke wirklich macht und was es noch kann. Jetzt kommen wir mal zum wirklichen Schwachpunkt des T128, das sind die Pedale. Das Gas- und Bremspedal ist eng angeordnet und echt nur für kleine Füße ausgelegt. Und wenn ihr die Pedale einfach auf den Boden legt, rutschen diese ganz schnell weg, weil sie eben nur kleine Gummifüße an der Unterseite haben. Vor allen Dingen auf glatten Böden habt ihr dann echt ein Problem, ergo braucht es ein Gegengewicht oder einen Anschlag, damit das Ding nicht wegrutscht. Allerdings kann die Pedalerie trotzdem hin und her kippen. Alternativ könnt ihr die Pedale anschrauben, dazu gibt es kleine Bohrungen für Sechskantschrauben. Abgesehen davon hat die Bremse sowieso viel zu wenig Anpressdruck und auch einen viel zu kleinen Hebelweg, damit ihr überhaupt ein Gefühl entwickeln könnt an der Bremse. Gaspedal ist auch relativ kurz gehalten und eigentlich ist das echt nicht so wirklich gut. Zudem sind die Pedale komplett aus Plastik und hier hat man halt wirklich gespart, logisch. Allerdings kann man auch bessere Pedale am T128 anschließen, und zwar andere Thrustmaster Pedale. Kompatibel sind T3PA, T3PM und TLCM.
Aber bevor man so ein Upgrade macht, kann man auch gleich zum T248 greifen. Das Thrustmaster T128 ist billig in jeder Hinsicht, bei der Ausstattung, beim Preis und ja, bei der Qualität. Das Lenkrad richtet sich ganz klar an Neueinsteiger und auch an jüngere Spieler, die vielleicht zum ersten Mal ein bisschen Simracing erleben wollen und nicht mehr auf dem Controller spielen wollen. Große Ansprüche an Simracing solltet ihr hier allerdings nicht haben. Das T128 ist mehr für schnelle Rennaction oder für gemütliche Spiele wie den Landwirtschaftssimulator geeignet. Und wenn ihr die Wahl habt, schaut eher, dass ihr vielleicht den Vorgänger bekommt, nämlich das T150. Das wirkt nämlich für mich insgesamt ein bisschen runder und ein bisschen wertiger und ein bisschen auch besser ausgestattet. Oder besser ist es sogar, wenn ihr ein bisschen mehr Geld drauflegt, kauft euch das T248. Das habe ich auf diesem Kanal schon mal getestet und das hat mir auch recht gut gefallen. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Lasst gerne ein Like und Abo da, dann verpasst ihr auch keine weiteren Lenkradvideos. In diesem Sinne, gute Fahrt!